Du bist ja seit bald 30 Jahren in den Medien zu Hause. Wie würdest du denn deine Karriere beschreiben? Ich möchte in aller Bescheidenheit von der vielleicht größten Medienkarriere aller Zeiten sprechen. Ich habe blutjung angefangen, ich habe sie alle überholt. Ja? Arabella Kiesbauer, Oliver Pocher, Sportfreunde Pocher, The Next Uri Geller, Extrem schön, name it. Ich habe es produziert, ich habe es erfunden, ich habe es gemacht. Ja? Und Pro7, Sat.1, NDR, im Ausland, überall habe ich meine Fußspuren hinterlassen. Es war ein fast unaufhaltsamer Aufstieg. Ich kannte und kenne eigentlich jeden Prominenten in Deutschland. Und jeder Prominente kennt mich. Ja? Es ist außergewöhnlich, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Olli Welke, Uri Geller, Oliver Kalkofe, Oliver Pocher, alle Olivers dieser Branche. Sonja Kraus, Nicole Nuvers, wer kennt sie nicht noch? Arabella Kiesbauer, Steven Spielberg habe ich mal gelesen, dass er mit Uri Geller befreundet ist. Also meine prominenten Kontakte sind schier unerschöpflich. Gibt es denn Prominente aus der Jetztzeit, die du kennst? Irgendwelche Influencer, Blogger, also die jetzt berühmt sind? Die Influencer-Welt ist auch mein Zuhause. Ja? Also ich habe die Influencer selber gehabt. Der berühmteste Prominente aus der Jetztzeit, den ich kenne, bin eigentlich ich. Aber du hast ja nicht nur Erfolge gehabt, du hast ja auch einen Negativpreis, den Goldenen Günther gewonnen, für Uri Geller Live, UFOs und Aliens gewonnen. Das war doch ein Riesenflop, oder nicht? Hier muss man sagen, ja, selbst der Goldene Günther wurde 2008 quasi für mich erfunden. Den gab es vorher nicht. Ich bin der erste Preisträger des Goldenen Günsters. Ich trage diesen Preis mit Stolz. Ich erinnere mich noch gut an die Preisbegründung der Jury. Der Goldene Günther geht an Oliver Brendel und Pro7 für die Frechheit, den Zuschauern eine dermaßen gequirlte Scheiße zu präsentieren. Nun ging es ja dann irgendwann so bergab, dass du tatsächlich beim russischen Staatssender anheuern musstest. Warum das? Ich glaube, der Hauptgrund war Neid. Ja? Also schau mich an, ich bin sehr attraktiv, ich war wahnsinnig erfolgreich, ich bin der ewig jung gebliebene Macher. Und sowas schafft hier Feinde natürlich. Und die Möglichkeiten wurden kleiner und irgendwann musste ich das Angebot seines russischen Staatssenders annehmen. Als der Krieg begann, war der Ofen aus, muss man sagen. Und dann begann eine wirklich schwere Zeit. Es war für mich ein Schock, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ich bin mir sicher, nach wie vor waren alle von meinen Qualitäten mehr als überzeugt. Aber auch da spielte wahrscheinlich die Angst rein, ja, sich einen übermächtigen Konkurrenten an die Seite zu holen. Und das führte zu vielen Enttäuschungen und Turbulenzen in meinem Leben. Und wie hast du dann gelebt? Also am Anfang habe ich versucht, mich über Wasser zu halten, indem ich meinen Körper verkauft habe. Davon habe ich leider ganz schlimm Kreislauf bekommen. Ich habe dann Pfandflaschen gesammelt und auch das habe ich sehr, sehr gut und sehr, sehr erfolgreich gemacht. Deswegen ging das eine ganze Weile lang gut. Als auch das nicht mehr so funktionierte, habe ich gebrauchte Masken, Corona-Masken auf eBay verkauft. Und ja, dann habe ich auf der Straße gelebt. Hin und wieder hat mir jemand ein Stück Brot zugeworfen. Und ich muss gestehen, das waren keine schönen Zeiten. Ja? Da wurde auch mal kein Clown gefrühstückt am Morgen. Aber was uns nicht umbringt, weißt du ja. Ich wollte diese Phase nutzen, um Demut zu lernen. Und du siehst, jetzt bin ich sehr, sehr bodenständig und ich glaube, diese Zeit hat mich durchaus vorangebracht. Es ist nicht einfach, aus dem goldenen Käfig zu fallen ins Nichts. Ja? Und ich glaube, nur die Stärksten unter uns schaffen das. Wie hast du dann wieder Hoffnung gefasst? Ich habe natürlich mich sehr reflektiert, ja? Bin sehr in mich gegangen und irgendwann fiel mir
ein Satz meines engen Freundes Uri Geller ein, der sagte, jeder Mensch hat spezielle Stärken und man muss sich nur darauf besinnen und sie finden. Und was ist das bei dir? Also meine spezielle Stärke ist zum Beispiel, dass ich Luft zum Riechen bringen kann und Wein in Wasser. Das nennt man Verdauung und das kann jeder. Ja. Ja. Und warum hilft dir Uri Geller jetzt nicht aus dieser Phase raus? Warum musst du jetzt so einen billigen Sender aufmachen und im Keller sitzen? Ja, warum mir Uri nicht hilft, weiß ich auch nicht genau, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe ihn natürlich ein paar Mal angerufen, aber er hat scheinbar seine Nummer gewechselt. Könnte das was mit Ghosting zu tun haben? Das kann auch mit Ghosting zu tun haben, ja? Speziell weil Uri ja sehr an Geister glaubt. Und ich glaube nicht, dass ihn meine 323 Anrufe genervt haben. Ich glaube einfach, er hat ein neues Bewusstseinslevel erreicht. Was machen Sie hier in meiner Maske? Wie? Sie kennen mich nicht? Wissen Sie überhaupt, wer ich bin? Ich bin hier der Star. Ein echter Fuzzi-Fan folgt uns überall.